Wie laut, oder? Ja. Ach so. Leute, sie ist back. Back in Business bei der AKF. Herzlich willkommen zurück, Lisa. Zur AKF mit Lisa. Was geht, Leute? Wo sind wir? Wo sind wir, Hannes? Was ist das? Aber du erkennst, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wie nicht? Was ist denn das? Jetzt bist du schwer enttäuscht gerade. Ja, wirklich. Soja? Ja. Edamame. Lecker. Und die stehen richtig, also ich würde nicht sagen Bombe. Lass mal drin. Ich würde nicht sagen, die stehen Bombe, aber die stehen richtig, richtig gut. Wir haben hier 4 Sorten. 4 Sorten. Und ich muss euch die einmal kurz vorlesen, weil wir haben das nach Saattanks gefüllt. Und ich weiß auch noch die Richtung, in der er gefahren ist. So. Und zwar haben wir hier 18 Reihen, Lisa. 18 Reihen. Jetzt müssen wir zählen. Und wir haben von der Seite angefangen. Ja, hier unter der Bäume ist natürlich doof. Ja. Da haben wir 3 Reihen Cantate, hieß die Sorte. 1, 2, 3. Dann haben wir 3 Reihen Vineta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, und dann kommt die hier. Das ist 9 Reihen Magnolia. Das sieht man auch. Die dunkle. Nee, die dunkle nicht. Hier die so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Okay, die gehört nicht dazu. Ja, genau, die aber hier. Also das hier ist Magnolia. Und Magnolia gefällt mir fast am besten. Und dazu noch Nessie. Aber man kann doch nicht so richtig... Das Nessie. Also man kann doch nicht sagen, dass das Vorgewende repräsentativ ist. Auf keinen Fall ist es präsentativ. Also das ist Nessie. Die dunkle. Genau, die dunkle. Und guck mal, hier sieht man auch einen Unterschied. Und zwar die am Rand. Weil er ist ja danach hier nochmal hergekommen. Weil das wiederholt sich am selben Abstand. Das siehst du ja. Siehst du, diese Sorte, die dreht das Blatt ein bisschen auf. Ja, ich finde, man sieht das auch ganz gut da. Da die dunkle ist Nessie und links daneben. Cantate. Das ist links daneben. Das ist Cantate. Wir Die gehen hat da jetzt nämlich auch hin. einen anderen Grünton. Wir gehen da jetzt nur hin, Lisi. Nicht nur hin. Wir gehen da jetzt hin, aber jetzt wissen wir ungefähr die Sorten, wie es losgeht. Man sieht das auch, finde ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, aber man sieht das auch sehr extrem am Grünton. Genau. Und zwar haben wir hier, das ist Cantate und das Dunkle ist Nessie. Ja. Und diese einheitlichen Reihen ist Magnolia. Guck mal, siehst du hier auch schön. Das sind wirklich 9 Reihen, die sind homogen. Siehst du das? So, jetzt haben wir die ganzen Sorten rausgefunden. Tada. Tada. Aber Magnolia, muss ich sagen, ist schön. Es sehen alle toll aus. Was wäre denn nächstes Mal mit Schildern? Naja, pass auf. Ja. Du weißt ja selber, wir haben die ja nicht selber gelegt, sondern Ja. das war ja Paul, weil unsere Maislege ist ja schon zurück zu Andreas. Ja. Dann haben wir ja morgens Bakterien angebeizt. Und dann musste ich kurz mit dem Drillmaschinenfahrer, der ja das Malheur hatte auf unserer Sonderkultur, musste ich kurz hin, ihm die Flächen zeigen und alles mit ihm absprechen. Dann komme ich wieder, dann war das gebeizt und schon in der Tempo drinne, das Saatgut. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn hier welche Sorte? Oh, na warte mal, wie war denn das? Na pass auf, erst haben wir die Säcke, die liegen ja hier. Die waren die erste Sorte, haben wir reingekippt. Und dann haben wir, ja, das müssten 9 Säcke, 9 Reihen in der anderen. So war das. So war das. Und so haben wir uns das auseinanderklabüstert, wie die Reihen kamen. Ich bin froh, dass wir das überhaupt inzwischen wissen. Also, wir haben ja hier Bakterien angebeizt. Warum macht man das, Lisa? Um schon mal für Krankheiten zu schützen? Nee. Aber das ist wirklich schwierig jetzt zu wissen. Das ist ja eine Leguminosen. Leguminosen haben ja diese Eigenart, dass sie ja mit Bakterien eine Symbiose bilden. Das machen alle Leguminosen. Soja ist nicht heimisch. Das heißt, wir haben diese Knöllchenbakterien hier nicht vorwiegend da. Die sind nicht mehr hier. Wenn wir jetzt die natürlich in den Acker einbringen und wir kommen in 5 Jahren mit Soja wieder, ist es möglich, dass wir dann schon welche am Boden haben. Weil wir die nicht haben, beizen wir die an. Und woher soll ich sowas wissen? Ja, eben, das ist super schwer eigentlich. Das konntest du nicht wissen. Und Cool. jetzt ist es so, quasi die Knöllchen bilden die Leguminosen immer. Und damit wollen sie besiedelt werden. Aber dass sie besiedelt werden, ist nicht immer zwingend gegeben. Wir erinnern uns, wir haben ja vor 2 Jahren haben wir Mais-Stangenbohne schon mal gemacht. Und da waren die Knöllchen ja nicht aktiv. Die sind ja hier, wenn man jetzt ausgräbt. Aber Schmetterlinge scheinen die Soja sehr zu mögen. Vor allem, die Alles blühen noch voll. gar nicht. Die Nee, blühen das noch gar ist nicht. alles voll Schmetterlinge. Guckt mal, so sehen jetzt die Wurzeln aus in Direktsaat. Ja, ihr seht, die gehen auch wirklich schön tief. Wir haben wahrscheinlich auch welche abgerissen.
Das ist ja hier Direktsaat, das heißt, wir haben hier Weizen gedroschen, dann haben wir hier eine Direktsaat-Zwischenfrucht gemacht, die kann man aber fast vergessen, weil das war relativ spät durch das nasse Jahr, dann war ein kühler Herbst und im Herbst entwickelt sich hier kaum eine Zwischenfrucht noch. Also das war keine Zwischenfrucht. So, jetzt haben wir hier das Soja ja gelegt, 55 Pflanzen auf einen Quadratmeter. Und wenn du jetzt hier ranguckst, Lisa, da, siehst du die? Das sind die Knöllchen. Guck mal, hier auch. Der hat die schon an der Seite. Die bilden sich ja eigentlich dann immer intensiver aus. So wie hier. Und theoretisch müssten die eigentlich auch wandern. Also theoretisch wandern die eigentlich überall an der Pflanze lang. Hier sind die Knöllchen. Und man weiß, dass die intakt drin, wenn man raufdrückt. Und da kommt so rötliche Flüssigkeit. Hast du das gesehen? Ja. Das heißt, die sind intakt. Machen wir hier nochmal. Rötliche Flüssigkeit. So, die sind intakt. Das heißt, die Pflanze kann jetzt mit dieser Symbiose Stickstoff aus der Luft fixieren in die Knöllchen und die Knöllchen geben der Pflanze den Stickstoff, pflanzenverfügbar, und im Umkehrschluss bekommt die Zucker von der Pflanze. Das ist diese Symbiose, so halten die sich beide am Leben und haben beide was davon. Jetzt wird fälschlicherweise immer wieder gesagt, wenn man das zum Beispiel in Begleitkulturen hat, dass man die andere Kultur dann weniger düngen muss, denn man hat ja quasi diese Stickstofffixierung. Das ist aber nicht der Fall. In diesem Apparat gibt es nichts, was sozusagen diesen Stickstoff an anderen Pflanzen zur Verfügung stellt. Das kommt erst zustande, wenn Knöllchen absterben oder wenn Wurzelstücken oder Pflanzenteile absterben, die dann quasi verrotten und den anderen Pflanzen zur Verfügung stehen. Es gibt über lange Zeit Begleitkulturen schon diesen Effekt. Also ein Kleegras kann das zu gewissermaßen. Da braucht es aber zum Beispiel andere Pilze dazu, die sogenannten Mykorrhizier. Die können das sozusagen auch während der Vegetation übertragen. Aber wenn jetzt meinetwegen ein Soja hier mit Weizen im Gemenge stehen würde, angenommen es würde, dann würde dieser Prozess nicht zustande kommen. Und wenn, ist er nur sehr, sehr gering. Das gleiche gilt übrigens auch bei Leguminose, Mais-Stangenbohne. Dieser Prozess, selbst wenn er da ist mit Mykorrhizia, ist das so gering, dass das im Mais beim Wachstum kaum einen Effekt hat. Aber langzeittechnisch kann es diesen Effekt geben. So, ansonsten sieht die natürlich schön gesund aus und wir haben auch einen schönen Blütenansatz, würde ich fast sagen. Also ich bin jetzt noch nicht der Soja-Experte, noch nicht. Ja? Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Blütenansätze, würde ich jetzt erstmal sagen. Und das ist ganz interessant, das werden wir mal über das Jahr beobachten. Letztendlich tendenziell soll es ja so ein bisschen entscheidend sein für die Vermarktung, wie man am Ende auch den Proteinwert schafft. Dafür brauchst du im Herbst relativ viel Sonne. Ich glaube, den haben wir hier. Und das ist hier eine Dreifach-Null-Sorte, die reift auch sehr, sehr früh ab. Das heißt Dreifach-Null? Ja, das sind im Prinzip die Reifegrade. Dreifach-Null ist die früheste Reife, die wir jetzt aktuell so ein bisschen haben. Ich weiß gar nicht, ob es eine Vierfach-Null schon gibt. Aber das ist so die Kategorie. Beim Mais ist es ja in Reifezahlen und hier ist es immer mit den Nullen gekennzeichnet im Soja. Wenn ihr ein bisschen intensiver im Sojaanbau seid, ihr unter euch, und da gibt es welche, die haben schon relativ gute Vermarktungszweige, eventuell auch in die Lebensmittelbranche. Ja, vielleicht gerne mal den Kontakt. Also ich bin auch gerne bereit, ein paar mehr Hektar anzubauen. Aber die Vermarktung ist immer das Entscheidende für diese Kulturen, ja. Und mir gefällt es am Ende auch gut. Wir haben hier auch nämlich auch den Vorteil gegenüber des Erbse zum Beispiel. Wir haben hier die Möglichkeit, nach dem Feldaufgang im späteren Verlauf tatsächlich noch ein Herbizid fahren zu können und die nochmal schön sauber zu halten. Den Joker habe ich hier noch nicht gezogen. Ja, deswegen sieht man ab und zu noch ein paar Beikräuter und wir sehen hier ein bisschen Mais. Da scheint in der Maislege noch ein bisschen Restzeit gut gewesen zu sein. Also wenn man es hier überblickt, was sind das, 150 Pflanzen? Ungefähr, ja. Genau, das ist der Punkt zu sagen. Ansonsten, ja, wie gesagt, Direktsaat ist das zweite Jahr Direktsaat. Wir hatten Weizen in Direktsaat, dann kommen Sojabohnen in Direktsaat und davor war der Raps, der hier stand, war in konventioneller Weise quasi mit der Tigerdrill gedrillt. Jo, sauber halten, habt ihr im Video gesehen, quasi eine Vorauflaufmaßnahme und einmal ein Totalherbizid. Und dann nur den die Sojabohnen legen und dafür sieht es, finde ich, ziemlich gut aus. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, wie die aussieht. Ich werde jetzt im Step aber die nächsten Tage nochmal rüberfahren mit Mikronährstoffe. Ich will nochmal Bohr geben für die Blüte. Das hätte ich auch gerne schon mal ein bisschen früher gemacht. Aber wie dem auch ist, dann kommt ja immer mal was dazwischen.
weiß nicht, wir können ja mal zwischen der Reihe einmal graben. Und ihr seht selber, wie einfach der Spaten hier reingeht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir hatten Regen, ne? Deswegen geht er auch so leicht rein, aber nichtsdestotrotz. Und jetzt sieht man hier, guck mal, ich habe in der Mitte durchgestochen und wir haben hier weiße Wurzeln. Das heißt, wir durchwurzeln ja schon den gesamten Horizont mit der Sojabohne. Siehst du das? Mhm. Überall sind diese Wurzeln, auch hier. Die haben wir jetzt leider abgestochen. Ja, also der ganze Horizont ist durchwurzelt und eignet sich natürlich viele Nährstoffe an. Du hast noch 13% Akku. Ja, ich habe noch Akku mit. Okay. So, Ertragserwartung Sojabohne. In der Regel wird wohl um die 2 Tonnen geerntet. Und dann liegt es ja natürlich daran, was kann man vermarktungstechnisch daraus machen. Kriegt man 400 € oder ich habe sogar gehört, in dem Lebensmittelbereich gibt es so bis zu 1000 € also GVO-freie Sojabohne. Ja, das ist, da würden wir 1,5 Tonnen ernten und dann wären wir absolut auf dem grünen Zweig hier. Und dann wäre es eine sehr, sehr lukrative Kultur, obwohl wir trocknen müssten. Ne? Also es scheitert so ein bisschen an der Vermarktung aktuell. Ja, wie gesagt, Vorteil in Europa, es ist genverändert frei, also GVO-freies Soja. Ist eigentlich wenig auf dem Markt. Die ganze Welt, eigentlich Brasilien und so, haben genverändertes Soja. Das gibt es in Europa nicht, das gibt es in Deutschland nicht. Und ja, wirklich interessant, wie man das nachher erntet. Ist auch schön glatt, der Acker. Also ich soll es mit meinem Schneidwerk hinbekommen. Ansonsten wäre es natürlich das Maß aller Dinge mit einem Draper-Schneidwerk, ne, ganz klar. Du musst super tief ernten, weil diese Bohnen natürlich auch richtig krass tief nachher hängen. Ich bin gespannt. Leute, wir spazieren noch einmal rüber kurz in den Mais und dann war es das mit der ersten AKF mit Lisi. So, wir spazieren jetzt einmal rüber, um zu gucken, wie viel Lisa ist eigentlich schon der Mais hoch. Oh Gott, da war ein Graben. Da ist ein Graben, Lisa. Oh. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und am Vorgewende, muss ich sagen, ist die Sorte Kreativ. Also die ersten 12 Bahnen, da geht's. Aber dann kommt Amello. Und Amello ist richtig krass in der Jugendentwicklung. Hallo? Hallo? Kannst du einmal zeigen bei dir? So. Sehen? Ja. Der steht hier oben auch relativ luftig und das ist mit einer der ersten Tage. Der hat auch ein bisschen mit am meisten Wärme abbekommen. Und das ist richtig krass, wie der vorangeht, Lisa. Guck dir einfach mal das an. Was das ist. Das sind, keine Ahnung, 4 cm Durchmesser inzwischen. Massiv. Da hört man auch, wie krass der Ja, bricht, ja. ne? Aber auch krass, siehst du, diese Bodenschicht ist ein bisschen trockener. Ja, obwohl es relativ viel geregnet hat. Geht das denn einfach nicht so tief oder zieht die Pflanze einfach vorher mehr weg? Die zieht auch unheimlich viel Wasser. Guck mal, wie trocken das dann noch teilweise ist. Wahnsinn. Guck dir das mal an. So. Jetzt kloppen wir hier wie die Wahnsinnigen. Aber die hat auch auf dem Stein gehaust. Haben wir den noch hier? Der war doch eben beim Einstechen irgendwo hier drin. Sieht man nämlich schön, sie ist nämlich rund gewachsen. Oder ich habe das gerade abgestochen. Aber wir sehen, wie krass doll die verzweigt ist. Ich meine, ich habe unfassbar hier viel abgestochen und abgerissen, das haben wir auch gehört. Aber was das für eine Wurzel inzwischen geworden ist. Man sieht da immer noch das Korn vom Legen. Wo ist es? Da drinnen. Das ist nämlich rot von der Beize. Ja, tatsächlich. Da ist es. Witzig, ne? Ja. Sieht man das auf der Kamera rauf? Ja, ich glaube, da jetzt sieht man was. Aber das ist mal eine amtliche Pflanze. Man müsste natürlich mal richtig intensiv ausgraben, um zu gucken, ob man jetzt quasi die sieht, wie die im Strip haust. Mhm. Aber ist krass. Vor allem ist süß. Aber ist krass. Guck mal, wir haben ja relativ viel Regen bekommen. Ja. Wenn wir jetzt hier aber über den Damm streifen, guck mal. Guck mal, wie trocken das da drunter ist. Aber das wird auch viel von den Blättern schon vorab auch abgefangen und so, oder? Das ist ja das. Die ziehen das quasi zu sich rüber und dann läuft es an der Pflanze rum. Damit kann der Mais relativ wenig Wasser gleich zum Anfang schon mal fixieren, dass es zu ihm hinkommt. Wir gucken uns noch mal die an. Auch ein Stein. Steinreich halt, ne? Aber wir werden das jetzt schwierig hinkriegen, dass die nicht bricht. Ja. Man hört das ja richtig. Ja, ja. Aber siehst du den ganzen Bereich, der hier durchwurzelt wird? Ja. Wie intensiv diese wurzelt, diese Pflanze.
Aber hier ist ein bisschen feuchter bei der. Aber auch sehr flach die Wurzel. Also ja, tief. Wenn Aber wir was will man? Naja, in der Mitte haben wir hier einen kleinen Spalt. Das ist ein Fängt an zu kleiner, regnen. das ist ein kleiner Indikator für eine Saatrillenverdichtung. Wenn wir mit der Maisliege zu doll auf den Schlitz drücken. Aber auch interessant, sowas dann rauszufinden, oder? Ja, man müsste das mal in der frühen Entwicklung machen. Weil normalerweise würde sie relativ so wie ein V wachsen. Sie geht jetzt aber eher in eine Breite. Deswegen ist es immer mal wieder wichtig, eine Pflanze auch auszubuddeln und sich nicht nur den Stand von oben anzugucken. Das kann jetzt aber auch sein, wir stehen im Vorgewende. Das kann sein, wenn wir den Strip nicht treffen, dann bleibt die flach und zieht sich quasi an beiden Seiten ins Strip rein. Man müsste im Bestand mal einmal gucken. Also ich halte das gerade für wahrscheinlicher, denn wir hatten trockenere Bedingungen und wir stehen auf dem Sand. Das neigt nicht krass zum Verdichten dieser Saatrinne. Ja? Also das halte ich für wahrscheinlich, dass sie rechts und links zu dem Strip ging und hat sich halt quasi Nährstoffe fixiert. Aber was ein Kavenzmann, oder Lisa? So, wir hoffen, die wachsen. Und ich glaube, wir kriegen hier, ist drin ist schon die Kolbenveranlagung. Da ist es. Das? Guck mal, da ist das Lichtblatt. Guck mal, und ja, hier spürst du es. Hier, die Dicke. Die dicke spürt man, alles klar. Merkst du das? Ich meine, wenn sie hier auch so stehen, die stehen ja hier auf der Sandkuppe, bisschen mehr Platz, hier werden auch safe 2 Kolben kommen. Normalerweise will man nur einen guten, ausgeprägten Kolben, der sich bis oben füllt und maximale Nährstoffe bekommt und wirklich eine richtig krasse Länge hat. Der zweite Kolben ist ja dann nachher nicht mehr so gut ausgebildet und der dritte ist nachher noch schlechter und reift nicht mehr richtig ab. Zum Dreschen gar nicht so toll, ja, aber zum Häckseln alles okay, Hauptsache Biomasse. Je nachdem, für Rind will man natürlich doch mehr Qualität haben. Aber in der Regel sagt man, ein großer, ausgiebiger Kolben anstatt viele kleine. So Leute, nö, brauchst du nicht so. Schluss. Das war's schon. für die AKF. Ja. Ich mache jetzt immer kürzere AKFs. Dafür mehr Ja, oder nur weniger Pflanzen? Also nee, ich mache ja tatsächlich also so, dass die Leute, wenn sie jetzt zum Beispiel Soja sich angucken wollen, das quasi einfach Soja bei mir eingeben und finden 3 AKFs mit Soja. dass sie nicht mehr Dass sie nicht mehr alle AKFs durchgucken müssen, sondern wirklich, dass das so ein bisschen detaillierter ist, beziehungsweise spezifischer. Deswegen bist du ja schon lange nicht mehr dabei. Nee, dann richtig raus hier aus dem AKF-Business. So Leute, Bleibt sauber.